Dieses Mal versucht Andi an einem wunderschönen Campspot seine Feuerkünste mit mongolischem Brennstoff zu verbessern. Wir entfernen einen Stein aus unseren Zwillingsreifen. Außerdem bringen wir eine kleine Babyziege nach Hause und zu guter Letzt machen wir uns noch mit Ulaanbaatar vertraut. Hi, wir sind Andi und Myri und mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny dokumentieren wir hier unsere Reise nach Asien. Also wir sind hier gerade an der Tankstelle, weil es hier Euro 5 Diesel gibt. Und dann kommen diese kleinen Kinder von da hinten und die bringen uns ganz viele Süßigkeiten. Wir haben ihnen auch gleich Lollis zurückgeschenkt. Ach, so goldig. Die klopfen an die Tür und halten ihre Hände hoch. Total süß. Yummy, yummy. Sembeno und Hallo aus der Mongolei. Aktuell von unserem Weg Richtung Ulaanbaatar. Nach unserem Ausflug Richtung Wüste Gobi sind wir ja wieder zurück auf der Asphaltstraße gewesen. Da die Mongolei für uns wie ein riesengroßer Campingplatz ist, haben wir uns auf unseren Weg dorthin an diesem Fluss einen wunderschönen Campspot herausgesucht. Hier kann man auch diese Grünflächen erkennen und auf einer von dieser haben wir uns für eine Nacht niedergelassen. Myri, was gibt's heute Fabelhaftes? Keine Ahnung, wie das heißt. Du hast das eingekauft. So eine Art koreanisches Essen mit so Reiskuchen hier mittendrin. Und dazu noch ein bisschen Salat. Und da draußen ist unser Fluss. Sehr gut, Otti, sehr gut. Der Ball? Was mit deinem Ball? Dein Ball? Dein Ball? Ja, wir können den Otti leider nicht mit alleine lassen. Deswegen gibt es andere Hunde, die sehr dominant sind. Die sind zwar auch relativ reichhaltig. Hier haben wir auf dem Boden noch diese Steinformationen entdeckt. Leider wussten wir nicht, was sie zu bedeuten haben, aber da in der Mongolei der Schamanismus noch sehr verbreitet ist, dachten wir, eventuell hat es damit zu tun. Die Lagerfeuerabende mit Martin und Lukas sind immer wunderschön. Und hier haben wir eine Mischung aus Kamelkaki und Treibholz, was von dem Fluss angeschwemmt wird, verwendet und es hat wunderbar gebrannt. Wir sind auf dem Weg zur nächsten Stadt, nach Bashangchongur. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Denn wir haben 0,0 Wasser mehr und wir würden gerne mal wieder duschen. Das werden wir heute auffüllen. Außerdem sind unsere Vorräte leer, die wollen wir wieder aufstocken und wir wollen Wäsche waschen. Und außerdem, unsere Reisebegleiter haben ein kleines Problem mit ihrem Kühlsystem an ihrem Auto. Die wollen dort nochmal schauen, dass das behoben werden kann. Und dann wird es weitergehen Richtung Ulaanbaatar. Was sagst du dazu? Ich brauche Schokolade. Wir haben jetzt die Wäsche in der Wäscherei abgegeben, dürfen sie in 2 Stunden wieder abholen. Und das Ganze hat jetzt insgesamt 3 Maschinen mit einer 60-Grad-Wäsche, einer 40-Grad-Wäsche und einer 30-Grad-Wäsche, haben 24 € mit Trocknen gekostet. Das ist sehr gut. Wir haben schon mal mehr bezahlt. Ja. Der nette junge Mitarbeiter eben in der Wäscherei hat mir auch verraten, was Danke heißt. Ich hatte es vor ein paar Tagen schon mal gefragt, aber ich finde die Aussprache ziemlich crazy. Also es heißt Bail Fa und das S oder F wird so betont, dass ich das zumindest nicht aussprechen kann. Ich finde, es hört sich an wie Baila, also quasi das Tanzen auf Spanisch, aber einfach anstatt einen L, ein eine Art S oder F. Das ist total crazy. Ja, ich versuche es jetzt ein paar Mal anzuwenden in der Zukunft. Da ich Carbonara liebe, habe ich Carbonara bestellt und die sieht auch ganz gut aus, muss ich sagen. Guten. Und wir haben tolle Aussicht. Und da Jenny, unten ist Jenny. darf ich dir ein Stück Pizza anbieten? Ja.
Also die ist riesengroß, die Pizza. Das ist Komm mal mit deinem Dankeschön. geil. Die Preise waren allerdings gehoben. Also die Pizza kostet fast 10 Euro und auch die Speise von Möri war im Bereich von 6, 7, 8 Euro. Ja, also man muss schon festhalten, die Mongolei ist generell ein Ticken teurer als die ganzen Stan-Länder oder auch Russland. Aber ich meine, verständlich ist es, weil man sieht, man kann hier sehr wenig nur anpflanzen. Und ja, das Land lebt von Viehzucht und von Ressourcen, die sie hier haben. Die haben ja glücklicherweise echt sowas wie Metall oder seltene Erden. Aber wir sind ja auch im Brooklyn-Restaurant und hier gibt es einfach sehr viele tolle Sachen. Dann sind wir, weil es auf dem Weg lag, weiter zum Wasserholen gefahren, zu so einem Wasserhaus. Und in der Mongolei ist es bei den Wasserhäusern so, dass man eine Karte braucht, um dieses Wasser zu holen, die wir natürlich nicht haben. Aber wir hatten wahnsinniges Glück und haben haben mehrere Mongolen kennengelernt, unter anderem einer, der Deutsch sprechen kann, und zwar super gut, es ist fließendes Deutsch, der dafür gesorgt hat, dass wir Wasser tanken konnten. Das war wahnsinnig lieb und nett und wir haben auch noch Kontaktdaten ausgetauscht und dann hat er uns zu allem Überfluss noch seine private Karte geschenkt, wo alle guten und schlechten Straßen von der Mongolei drin sind und alle Dirt Roads. Das ist so, so lieb, damit wir nicht verloren gehen. Oh Gott, da könnte man schon wieder vor Freude heulen. Währenddessen wir dann Wasser aufgefüllt haben, kam dann unser Wasser raus. Sehr gut, wir haben jetzt alles Wasser in der Ecke. Es ist so tief. Ja, aber dann ist noch was von hinten rübergelaufen. Dann ist noch was rausgelaufen, ja. Unser Frischwassertank ist oben nicht dicht, weil der Füllstandsensor, die Durchführung, das Gewinde ist im Arsch. Und deswegen ist es wohl der Sensor rausgehoben worden und das Wasser einfach rausgelaufen. Wir haben hier Wasser ins Auto gepumpt. Also wir erstmal in diesem Wassertank rumgestochert, um dieses Gewinde wieder zu finden. Und zwischendrin alles trocken gemacht, um dieses Gewinde wieder anzubringen, in der Hoffnung, dass es jetzt hält, bis wir ein neues haben, das wir austauschen können. Und wollten dann gerade losfahren, haben vorhin beim Fahren auch schon so ein seltsames Geräusch gehört. Und zu allem Überfluss haben wir jetzt noch einen Stein hinten in den Zwillingsreifen. Das ist ein Tag, den stellt man sich so easy vor und dann entwickelt der sich so. Ja gut, aber dann soll es so sein. Andererseits, vielleicht geht's ja doch. Wir machen mal erstmal Luft weg, weil die Option B ist der Wagenheber und dann die Mutter mitmachen. Oh, hallo Pferdis. Hallo. Wir haben Besuch bekommen. Ihr seid ja hübsch. Ja, hallo. Hallo, ihr Hübschis. Toll, ich liebe die Mongolei. Ihr habt gerade an der Pfütze getrunken, ne? Ja, du hast auch ein schickes Fohlen. 1, 2, 3, 4, 5 Pferde und ein Fohlen gerade noch um die Ecke gekommen. Natürlich haben wir erstmal einfach nur versucht, die Luft abzulassen. Ist ja schön einfach und bequem und faul vor allem. Hat auch noch nie was gebracht. Dann bin ich unter das Auto gekrabbelt, habe den Wagenheber angebracht, immer schön ein Stückchen Holz dazwischen, damit der Aktie nichts passiert. Und dann die Reifen ganz leicht angehoben, dann die äußere Radmuttern alle gelöst und dann eben nochmal mit dem Hammer draufgehauen. Das hat dann funktioniert. Zum Glück war dieser Stein jetzt so rund, hat nur runde Kanten, wie man hier sieht. Sonst wäre der Reifen wahrscheinlich zu Schaden gekommen, weil der ist wirklich groß. Also wenn ich meine Hand jetzt daneben halte, der ist quasi schon so groß wie meine Hand. Und der hat bestimmt auch 2-3 Kilo, der Stein. Und ja, so einen großen hatten wir noch nie drin. So, wir haben jetzt 18:30 Uhr und steuern unseren Stellplatz für die Nacht an. Der ist wirklich schön gelegen
an so einem kleinen Fluss und hier zelten auch die Einheimischen, die gerade Ferien haben, wie wir heute erfahren haben. Und ja, wir sind aber total geschafft, weil irgendwie der Plan doch heute schon wieder ein wenig anders war, wie er eigentlich war. Und sind happy, wenn wir gleich angekommen sind. Und da fahren Martin und Lukas weg zur Werkstatt und wir fahren Richtung Ulaanbaatar und sie folgen uns ein paar Tage später. Aber vermutlich sehen wir uns erst in ein paar Wochen wieder. Um einfach wieder ein bisschen Frust abzubauen, sag ich mal so, gab es noch eine kleine Sporteinheit am Morgen und eine kleine Beauty-Behandlung für den Andi. Wir haben jetzt eine super neue Frisur, dank der Möri. Und wir fahren jetzt los Richtung Ulaanbaatar. Aber wir schaffen es heute nicht, das sind noch 700 Kilometer. Wir machen mal ein bisschen Strecke. Wie schön die Haare sind. Und auf dem Weg nach Ulaanbaatar ist uns dann noch Folgendes passiert. Die sucht seine Mami. Wo ist deine Mami? Wir haben ein kleines Zieglein gefunden und es hat Angst vor uns. Aber es möchte darüber zu der Herde. Ein kleines Zieglein. Wir laufen jetzt. Jawohl. Hui. Jawohl. Boah, kannst du schnell laufen? Ja, wir müssen da weiter. Wir müssen da. Genau, auf die Straße. So, die Brücke ist geschafft. Du hast es geschafft. Gratuliere, mein kleines Tierchen. Hast du gut gemacht. Na los. Also das Kleine steht jetzt da bei der Herde und ist zumindest ein bisschen ruhiger und fängt an zu grasen, aber wir haben keine Ahnung, ob seine Mama dabei ist oder nicht. Aber zumindest steht es nicht mal an der Straße und mäht und sucht irgendwie seine Artgenossen. Es ist ruhiger und ist jetzt ganz entspannt. Ein typisches mongolisches Dorf oder vielleicht hier sogar Stadt. Und so ein nettes kleines Picknickplätzchen, wo wir jetzt auch kurz Kaffeestopp machen.
So, wir frühstücken hier. Oh, das war mein Geburtstagsgeschenk, die Schinkenwurst. Und also von Martina und Lukas. Und jetzt haben wir hier aber eine Schafherde, die vorbeizieht. Besuch! So, wir haben hier die Nacht verbracht an diesem wunderschönen Ort und fahren jetzt aber weiter Richtung Ulaanbaatar. Hier steht Jenny. Da hinten ging ein Fluss entlang. Da sind auch super viele Zelte, also normale Zelte, denn die Mongolen haben gerade Sommerferien und sind auch begeisterte Camper. Und Jurten gibt's hier auch, Tiere ohne Ende. Andi hat gerade das Auto gestartet und weiter geht's. Also mit jedem Tag, wo wir mehr in der Mongolei sind, merken wir, dass auch die Globalisierung hier voranschreitet. Ganz viele Leute haben Solarzellen vor der Jurte. Die Herden werden nicht mehr auf Pferden durch die Gegend getrieben, sondern auf Motorrädern. Und man sieht vermehrt auch kleine Tiny Houses auf Rollen, die man von A nach B bewegen kann, worin die Nomaden dann wohnen. Das ist sehr, sehr spannend mit anzusehen. Der Motor ist wieder mittelgut angegangen, aber egal. Wir fahren jetzt weiter nach Ulaanbaatar, neue SIM-Karte kaufen oder aufladen und dann weiter zur Werkstatt, wo wir auch mal Hallo sagen wollen, denn es gibt viel zu tun. Wenn unser Besuch wieder weg ist, dann wollen wir da unser Auto sanieren lassen. Aber der Grund, warum wir nach UB fahren, wie das hier die Einheimischen nennen, ist, dass wir morgen früh unseren Freund, den Fabi, abholen. Wir freuen uns schon riesig drauf, denn wir sind seit Oktober letzten Jahres unterwegs und wir haben zwar schon die ein oder anderen Freunde getroffen unterwegs, aber das ist eher selten der Fall. Hier fahren wir durch eine Mautstation. Offensichtlich kriegen wir die Maut heute geschenkt. Sehr nett von der mongolischen Community. Maut kostet hier so umgerechnet ca. 80 Cent pro Mautstrecke und dafür kriegt man relativ vernünftige Straßen, von denen die meisten relativ neu sind. Also ist mal wieder die Devise: Du kriegst im Vorfeld viel erzählt, du kannst viel lesen, dann kommst du wohin und alles ist anders. Was sagt das Navi, wie lange wir jetzt hier durch Ulaanbaatar brauchen? 16 Kilometer, 1 Stunde. Wirklich, also das ist alles rot, 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 rot. Wie München. Andi weiß nicht, was er cooler findet. Die Chips-Werbung vor uns oder dieses Kraftwerk, von dem wir gerade versuchen herauszufinden, was es für eins ist. Es produziert auf jeden Fall viel, viel Dampf. Sieht aus wie Dampf. Also offensichtlich wird hier Strom hergestellt. Und meine Theorie ist, dass da Gas verbrannt wird, damit treibt Wasserdampf Turbinen an und das erzeugt dann Strom, aber nur geraten. Vielleicht schaffen wir es bei der nächsten Ampelschaltung auf die Genghis Khan Avenue abzubiegen.
Wie finden wir den Verkehr? Katastrophe. Katastrophe, es gibt keine Regeln. Aber gut, ich meine, wir kennen es ja schon ein bisschen, aber trotzdem. Das Schlimme hier ist ehrlich gesagt mehr die Tatsache, dass man nirgendwo parken kann. Wir sind 2 Stunden am Stück gefahren, ohne irgendwo anhalten zu können. Es gibt keinen freien Parkplatz. Einmal ist einer vor unseren Augen ausgeparkt und wir haben gerade überlegt, 1, 2, 3 Sekunden und schon war ein anderer drin in dem Parkplatz. Also diese Stadt ist echt verwunderlich. Der Verkehr ist so dicht, es gibt kein Durchkommen, man findet keine Parkplätze, 1,3 Millionen Einwohner laut Wikipedia und dann steht man hier an der Tankstelle mitten in der City und dann das. Pferde. Was denn sonst Pferde? Ja. In dem Land der Pferde. Also die Stadt macht mich fertig. Mir fällt bis jetzt auch noch kein Gedanke oder keine Idee ein, wie man als freiheitsliebender Mongole vielleicht auch als Nomade in diese Stadt ziehen sollte und warum hier die Hälfte aller Bewohner des Landes wohnen. Vielleicht finden wir es noch raus. Letzter Versuch, hier eine SIM-Karte zu kriegen. Seit 3 Stunden fahren wir durch die Stadt und dabei habe ich hier das hier entdeckt. Greenish Second Brand, Unique, H&M und Zara oder Uniqlo. Keine Ahnung, was das ist. Und hier haben wir ein Nice to See you. Ein Convenience Store, eine Riesenkette, die hier alle 50 Meter irgendwo ist. Ich war gerade drin und die sehen aus wie dieses 7-Eleven. Jetzt ist es offiziell. Die Leute in Ulaanbaatar fahren wirklich richtig respektlos. Und der Grund sind solche Straßen. Ich bin so panisch, weil sich eben einfach jemand zwischen uns gedrängt hat und wir auf einmal 3 Spuren hatten, wo halt eigentlich immer 2 Spuren hingehen. Und ich bin so froh, dass diese Schlaglöcher nicht auf unserer Seite sind. Boah. Selbst wow. Ein normales Pkw setzt er doch auf. Boah. Der wäre auch gerade fast aufgesetzt. Ja. Hätten wir nicht gedacht, dass wir heute noch mal mitten in der Stadt eine Wasserdurchfahrt machen. Ja. Boah. Das versuchen wir zu vermeiden hier. Ja, sind ausgewichen. Den mussten wir mitnehmen. Da fahren wir dann noch vorbei. Achtung, siehst du das? Ja, die sehe ich, aber da muss ich durch. Da komme ich nicht dran vorbei. Oh. Mein Gesicht dabei. Oh Gott, Scheiße. Da war der Panne ja gar nichts dagegen. Oh. Der Stadtverkehr. Wie würde Yoshi... Alter, Scheiße. Wie würde Yoshi Weißt du jetzt... gerade, wie der Bus abgesoffen ist? Oh, shit. Da kommt noch so eins. Ja, da müssen wir jetzt durch. Oh, Alter. Da ist noch eins. Ich weiß. Alter, was geht denn mit dem? Ich glaube, es ist vorbei. Ja, ich weiß nicht genau, ob wir ihn aufgesetzt haben. Also Ulaanbaatar, nochmal durchfahren. Nee. Ja, gar keinen Bock drauf. Wir sind jetzt um 12 Uhr in die Stadt reingefahren und jetzt ist 18 Uhr und wir haben nur ganz kurz angehalten, um was zu essen und das war auch wirklich nach langer Suche nach einem Stellplatz. Bumper. Ja, das macht keinen Spaß, die Stadt. Ich meine, klar haben wir uns nicht unsicher gefühlt, man kommt schon klar mit dem Verkehr, aber es macht keinen Spaß. Nein, also wenn, dann noch mal mit dem Uber reinfahren oder mit dem Yandex oder mit dem Taxi oder mit dem Bus meinetwegen, aber mit dem Auto, nein, wieder Bumper. Und die interessieren hier die Leute auch einen Haufen Scheiß. Ach. Was ein Tag. So, das war einmal die Stadt Ulaanbaatar fahrtechnisch zusammengefasst.
Dass diese Stadt aber eigentlich auch wirklich viel zu bieten hat, das zeigen wir euch dann wann anders. Wir sind dann noch weitergefahren zu Sergei und seiner Werkstatt, denn wir wollten einmal mit ihm vereinbaren, dass er ein paar Tage später für uns auch wirklich Zeit hat und für unser Fahrzeug, was sich auch als gute Entscheidung herausstellen sollte. Aber ansonsten machen wir hier an dieser Stelle einmal Schluss, sagen ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.